Oh, jetzt kommen auch noch die Ritter hier. Geil. Richard in seiner Glanzstunde. Was machen die jetzt? Ach, die klopfen von oben auf den Mauer drauf. Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen KI-Kampf-Video hier auf meinem Kanal. Und ja, heute kommt ein kleines Special-Video oder ein kleiner Special-Kampf mal wieder dran, sage ich es einfach mal so. Und heute kämpfen wieder 3 Zweierteams gegeneinander. Ich habe es jetzt relativ lang probiert und relativ lang getestet. Es ist ein bisschen verwirrend. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Ihr werdet es sehen, wie es läuft. Ich nehme das jetzt einfach auf und wir gucken einfach mal. Und wenn es halt das Video jetzt 2 Stunden geht oder wenn das Video jetzt eine halbe Stunde geht, dann ist es halt so. Ja, dann stelle ich euch mal kurz vor. Der Gottfried kämpft zusammen mit der Ratte. Nordian zusammen mit Kalif und der Richard Löwenherz mit dem Falke. Ne? Genau. Da wisst ihr erstmal Bescheid. Wir sind hier auf der Map vom Lord Hühnerfutter, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann starten wir sofort rein mit 4000 Gold und sehen uns gleich wieder. So, da ja am Anfang relativ viel passiert, vor allem bei diesen kleinen KIs, mache ich jetzt einfach mal die Geschwindigkeit nicht ganz so schnell. Da kann ich auch mal ein bisschen mehr reden, denn ich habe eine kleine Ankündigung für euch zu machen. Das mache ich jetzt gleich am Anfang, damit ich es weg habe. Ich hoffe, hier passiert jetzt nicht allzu viel schnelles Zeug. Und zwar möchte ich in der nächsten Zeit ein paar Community-Umfragen machen, was zu der neuen KI oder was die neue KI betrifft. Denn ich hatte ja mal in irgendein Video, ich weiß es gerade gar nicht mehr welches, gesagt, dass ich gerne einen Livestream machen würde wollen, wo ich mit euch quasi eine KI baue, die nach euren Vorstellungen gebaut wird. So, jetzt habe ich mir aber so überlegt, einen Livestream werde ich zurzeit nicht wirklich hinbekommen, beziehungsweise wird es wahrscheinlich dann auch so lange gehen, dass das ja langweilig wird, beziehungsweise nicht so spannend wird oder nicht so anschaulich. Deswegen werde ich immer so, ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, so 3, 4 Fragen oder Abstimmmöglichkeiten in so einen Community-Post reinsetzen, euch so ein paar Sachen halt vorgeben, damit ihr da auch ein wenig, ja, nicht komplett planlos rumrennen müsst. Und, okay, ich dachte jetzt schon, Gottfried baut jetzt hier gar nicht. Aber das war jetzt bloß nur, was auch immer, was das gerade war. Und ihr stimmt dann einfach ab, welche Option euch am besten gefällt. Wenn ihr aber sagt, okay, nee, von den Vorschlägen ist da nichts wirklich was dabei, dann könnt ihr auch eigene Vorschläge in die Kommentare schreiben. Dann werde ich das aber nicht nochmal zur Abstimmung freigeben. Ihr könnt ja die Kommentare hochliken oder wie auch immer ihr das dann machen wollt. Das ist dann euch überlassen. Aber sofern das dann mir gefällt und ich sage, okay, ja, das passt, nehme ich das einfach mit rein. So. Wann genau dann die erste Umfrage beginnt, das kann ich leider noch nicht genau sagen. Ich werde wahrscheinlich dazu nochmal ein kleines Extra-Video machen, höchstwahrscheinlich, was ich aber noch nicht 100% weiß. Ihr seht es dann einfach, ob es online kommt oder ob es nicht online kommt und es sofort mit den Umfragen halt losgeht, ne? Dann könnt ihr so ein bisschen mitmachen, ihr könnt halt eure eigenen Gedanken mit einfügen und ich, ja, setzt es dann um oder lasst es halt einfach, ne? So, genau. Das war das erste. Dann das zweite habe ich ja hier, oder haben sehr viele, auch Crusader Pilaf und noch ein paar andere hier reingeschrieben, ich glaube Bum Bum war es, dass die Treppe hier extrem hinderlich ist beim Gottfried. Hier war ja vorher eine Treppe
quasi hinter der Kathedrale hier. Die ging ja hier so runter, dann konnten die ganzen angreifenden Truppen hier so rum, machen hier die ganzen Torhäuser aus und ja, dann kommen die halt einfach easy rein, ne? Die habe ich jetzt weggemacht, weil, ja, ihr das für sinnvoll erachtet habt. Mensch, Deutsch ist wieder schwer heute. Und ja, ich habe das getestet, es hat mir gefallen, deswegen habe ich es durchgesetzt. Och nee, bitte nicht. Okay, gut. Gottfried hat ja zum Glück mehr Feuerlöscher als die Chiara. Ich wollte auch eigentlich heute ein Video mit der Chiara oder ja doch mit der Chiara aufnehmen. Da werde ich aber nochmal ein paar Videos das nach hinten verschieben, weil ich einfach mal testen wollte, wie hier so kleinere KIs miteinander kämpfen und nicht immer die großen Brocken. Deswegen halt heute diese Konstellation. Genau. So, das nächste ist, ich habe festgestellt, dass auf meinem Kanal, das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, es mir gerade nicht so wirklich gefällt, dass so ultra viel Crusader-Content kommt. Also KI-Kämpfe, ja, hauptsächlich KI-Kämpfe, was anderes kommt ja hier nicht wirklich. Und das würde ich gerne ein wenig auffrischen, auflockern. Ich will mehr selber spielen und habe mir da jetzt auch verschiedene Missionen runtergeladen, also Community-Content von allen möglichen Leuten, auch vom BM Backfisch, beziehungsweise BM Goldfisch, ne? Genau, der ist auch mit am Start. Und werde da wahrscheinlich dann irgendwann auch mal das Remaster spielen. Das wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, denn der zweite Teil von der Stronghold 1 Kampagne muss ja noch rauskommen und ja, beziehungsweise noch durchgespielt werden. Das wird dann auch demnächst passieren. So, hier der Richard verbrutzelt seine ganzen Truppen. Das finde ich schon mal sehr schön, weil so können die Truppen nicht den Lordian oder dem Gottfried sehr gefährlich werden. Ich hoffe, der Gottfried kommt hier auch ein wenig zum Zuge, sage ich jetzt einfach mal. Kalif natürlich extrem nervig, wegen Feuer, ne? Und Falke, Kalif, Nordian, glaube ich, und Ratte gehen hier auf Balanced. Bei Nordian, glaube ich, dachte ich auch. Also auf den schwächsten immer. Und Ratte wird als stärkstes gewertet. Alles klar. Ja gut, von dem Team hier, ne? Ist klar. So, die können sich ja nicht selbst angreifen. Aber schön wäre es natürlich. Dann könnten die hier unten so ein bisschen... Ich bin so ein bisschen auf der Seite, weil Gottfried halt noch mein jüngstes Mitglied ist in der ganzen Reihe. Ich hoffe, dass er einfach so ein bisschen performen kann, ohne dass er gleich völlig aufs Maul bekommt. Nordian scheint sich hier auf den Weg zur Ratte zu sammeln. Ich weiß gar nicht, wie viele Truppen hier Gottfried hat. 70 Truppen gerade mal. Ja, Bauern sind auf jeden Fall genug da. Waffen an sich auch. Er bildet, glaube ich, langsam Angriffstruppen aus. Dauert halt bei ihm so ein bisschen länger, bis da mal die Angriffstruppen ausgebildet werden. Und hier werden immer wieder ein paar Verteidiger weggeschossen. Aber gut, so ist es nun mal. Na, im Leben eines Gottfrieds. Und ja, hier gucken wir einfach mal den Angriff vom Nordian an, der auf die Ratte geht. Natürlich Ratte hier, denke ich, in der Konstellation das schwächste Glied in der ganzen Sache. Wenn es jetzt hier sehr schnell gehen sollte, dann werde ich vielleicht mal Ratte und Falke hier mal tauschen, damit der Gottfried hier nicht komplett nackig dasteht und ja, auch ein bisschen eine Chance hat. Hier oben, nee, das sind noch keine Angriffstruppen. Gottfried, bitte bilde Angriffstruppen aus. 85, ja, naja, mal sehen, ob es heute nochmal was wird mit den Angriffstruppen. Er hat auf jeden Fall ein Störkatapult hier
stehen und ja, lässt sich gerade ein bisschen davon abschießen. Okay, alles klar. Gehen jetzt mal ein bisschen höher. Jetzt haben wir ja mein Ding gesagt. Und genau, ja. Ich habe ja jetzt noch bis zum 28.09. habe ich Urlaub. Dann gehe ich 2 Tage arbeiten und ja, habe dann wieder frei. Und in der Zeit würde ich halt sehr gerne entweder meine eigene KI, also die ich mir halt selber ausdacht, denke, oder die Community-KI halt vorstellen, rausbringen, wie auch immer. Da muss ich aber erstmal schauen, ob das überhaupt so schnell geht. Denn, ja, na, die Zeit ist ja auch begrenzt, auch für mich. Und genau. Ja, es ist zwar jetzt das erste Video nach den letzten Videos, die ich vorproduziert hatte. Es ist das letzte Video, was mit dem Gottfried kam. Das 1 vs 1 gegen den Safar. Das war ja noch ein vorproduziertes Video, weil ich im Urlaub war. Und habe mir jetzt noch eine kleine Pause gegönnt. Um ja, nochmal ein wenig die Zeit halt noch ein wenig zu genießen. Um ja, einfach noch ein bisschen runterzukommen von den aufregenden Urlaubstagen. Eine Nachricht vom Kalifen. Ich werde es euch schon zeigen, Tötete. Ach so. Das habe ich gar nicht gesehen. Eieiei. Wie hat denn der den jetzt gekillt? Ich guck die ganze Zeit hier unten wegen der Ratte. Richard Löwenherz. Lasst die Fanfare ertönen. Die königlichen Armeen waren wieder einmal siegreich. Ja, Richard Löwenherz natürlich mit dem größten Potenzial, weil er einfach hier die besten Truppen hat. Aber wenn hier Gottfried lange genug durchhält, kann er vielleicht dem Richard hier auch schon gefährlich werden. Wir hatten ja schon mal ein 1 vs 1 zwischen Gottfried und Richard Löwenherz. Er müsste jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, auf den Nordian gehen. Aber ja, das schauen wir einfach mal, was jetzt hier als Closest rein triggert. Und, nee, er geht nicht auf Nordian, denn er geht hier auf die Ratte. Oder? Hier Angriffstruppen vom Gottfried und vom Richard Löwenherz prügeln sich hier ein bisschen auf dem Acker. Noch ein paar Angriffstruppen vom... Oder sind das überhaupt Angriffstruppen? Ich glaube schon, ne? Irgendwelche Truppen halt vom Gottfried. Und... Oh, jetzt kommt hier auch noch der Nordian raus. Eieiei. Alles klar. Ja, Nordian kommt jetzt hier natürlich in den Rücken von der, ja, nicht mehr vorhandenen Angriffsarmee. Oh, jetzt kommen auch noch die Ritter hier. Geil. Die Ritter schnetzeln hier die ganze Angriffsarmee, oder zum Teil, oder fast die ganze Angriffsarmee vom Nordian weg. Und somit müsste sich Ratte, denke ich, noch verteidigen können. Es sind nur Pikiniere. Und er ist, glaube ich, mit seiner gesamten Hauptstreitmacht zu Hause. Ja, das hat er noch, oder hat sie noch ganz gut abgewehrt bekommen. Ich weiß gar nicht, wie man die Ratte dann nennt. Nennt man sie, also sie als Pronomen oder er? Eigentlich ist es ja ein Mann, aber die Ratte ist ja eigentlich sie. Ja, komisch. Komische Zwickmühle auf jeden Fall mal wieder. Und ja, jetzt kommt hier auch der Falke. Falke sollte, denke ich, jetzt nicht allzu viel Schaden machen bei der Ratte, weil man sieht hier die ganzen, ja, Bogenschützen, die stehen halt einfach oben drauf und können die ganzen leichten Truppen halt easy wegschießen. Auch die Horse Archer sind ja jetzt nicht so zahlreich. Der vergeben, ja, die Assassinen sind natürlich ein bisschen nutzlos, da ist klar, aber die Ratte wehrt sich hier mit all den Kräften gegen die angreifenden Armeen und verschafft dem Gottfried hoffentlich genügend Zeit, um ordentlich zu skalieren. Ich hoffe ja, wenn hier Ratte fällt, dass Richard hier auf ihn geht. Müsste eigentlich gehen, weil, obwohl der Bergfried, ich weiß jetzt nicht von dort oben, wie weit der Bergfried da oben
weg ist. Jetzt kommt hier Ratte raus. Gut, die machen natürlich wieder gar nichts. Na, ist klar. Da passiert nicht viel. Und, ach guck mal, hier. Das habe ich noch gar nicht so richtig angeguckt. Richard hier auch mit einer deutlich einfacheren Burg als im 1 vs 1 gegen den Gottfried. Jetzt kommt hier Nordian wieder raus. Okay. Worauf geht er denn jetzt? Er müsste jetzt auf die Ratte gehen. Oder eigentlich auch auf den Falke. Nee, Ratte. Weil er geht ja auf Closest. Ja, genau. Auf Balanced. So rum. So, und da kommt auch natürlich wieder Richard raus. Eieiei, die ganzen Baumeister werden abgeschossen. Und, hä, geht Richard hier auf den Gottfried? Hä? Was? Okay, jetzt verstehe ich erst recht nichts mehr. Warum geht er denn jetzt auf den Gottfried? Weil die Belagerungsgeräte werden ja hier Richtung Gottfried aufgebaut. Oder schwenkt er nochmal um? Nee, er hat ja Closes drin stehen. Eine Nachricht vom Gottfried. Die Dunkelheit naht, okay. doch wir werden standhaft bleiben. Das ist natürlich jetzt Götter ungünstig. wird uns beschützen. Nee, das wollte ich drücken. Leertaste natürlich. Eieiei, das ist natürlich ungünstig ohne Ende. Ja, das ist, glaube ich, jetzt schon entschieden. Eieiei, aber warum? Hä, aber ich dachte, er ging hier auf die Ratte. Er hat sich doch einmal hier drüben irgendwo gesammelt. Eine Nachricht vom Gottfried. Während Runtergelaufen, mein Weg oder? sich dem Ende neigt, lebt unsere Gemeinschaft in den Herzen von euch allen weiter. Ehrt meine Erinnerung und möge Frieden euren Pfad begleiten. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Lasst die Fanfare ertönen. Die königlichen Armeen waren wieder einmal siegreich. Übrigens werde ich wahrscheinlich das so machen, dass ich dem Gottfried nur einen Angriff mit Kolbis gebe und nicht 2. Weil der einfach ohne die europäischen Schwertkämpfer so leicht zu knacken ist. Ich möchte ungern die Burg jetzt nochmal umbauen. Also klar, die Burg hier, ne, die man jetzt hier gesehen hat, die wird keine von den 8 Burgen sein, die dann final stehen sollen. So angehaucht, beziehungsweise, na, ich überleg's mir mal noch. Ob ich vielleicht doch die irgendwie reinnehme. Sieht eigentlich ganz hübsch aus, so die Burg. Mit die hübscheste, die ich jeweils gebaut hatte, meiner Meinung nach. Auch von anderen Leuten. Aber, ja, na, ich will halt die nicht noch tankiger machen oder überhaupt tankiger machen. Ich will auch nicht die Dicke der Mauer nochmal anfassen, dass das wieder so ein übelster Oschi wird, wie bei allen anderen KIs. Und deswegen werde ich einfach so seine... es ist ja noch nicht entschieden, aber ich werde höchstwahrscheinlich die Angriffsarmee ein bisschen anpassen, so dass er einfach ein wenig besser sich verteidigen kann mit seiner Angriffsarmee. Vielleicht werde ich da auch noch ein ganz kleines die Attack for Space hochschrauben, aber nicht viel, sondern nur ein paar Zahlen halt. Aber dass er halt einfach ein bisschen sicherer steht, weil er steht so wackelig auf den Beinen, er muss so oft angreifen, bis er einmal die europäischen Schwertkämpfer ausbildet, und das finde ich halt ein wenig zu lang geht die Zeit, ne? Ja, hier die ganzen Leute sammeln natürlich ordentlich an Gold an. Vor allem der Richard, der bringt ja hier Angriff und Angriff raus und killt hier die ganzen Leute weg. Richard in seiner Glanzstunde, wie man hier sehen kann. Und ja, genau. Ich werde dann einfach mal hier Ratte und Falke tauschen, damit Gottfried noch einen etwas besseren Verbündeten hat. Und jetzt kommt Nordian raus. Eieiei. Eieiei. Nordian kommt raus und geht auf die Ratte. Naja. Gut. Schlechtestes
Timing Eine EU Nachricht West. vom Nordian. Aber gut. Meine Brüder, es ist unser Schicksal, heute hier zu kämpfen. Ja, Nordian fällt. Ne, ist klar. Hier, ganzen Pikiniere, tot. Eine Nachricht vom Nordian. Ihr könnt uns zwar vernichten, doch unser Glaube wird weiterleben. Ja, Ratte hier jetzt natürlich ein wenig... Ach, der letzte Eine Überlebende. Nachricht von Richard Löwenherz. Lasst die Fanfare ertönen. Die königlichen Armeen waren wieder einmal siegreich. Aber ich bin echt erstaunt, dass Richard hier auf Gottfried gegangen ist, weil der Bergfried, fand ich, stand am weitesten weg. Ich dachte, der hier steht am nächsten dran. Aber gut, so ist es dann halt doch nicht. Vielleicht werde ich auch mal Gottfried und die Position hier unten tauschen, damit der Falke hier oben steht und eventuell der Richard auf ihn hier geht. Es könnte es auch sein, dass die Abstände... Nee, es macht ja auch keinen Sinn. Also, dass die Abstände vielleicht von den zwei Bergfrieden hier gleich sind und er dann auf die spätere Farbe geht. Also, Blau kommt ja hier später als Rot, ne? Ist klar. Und dann ist es natürlich so, dass Richard oder das Closest dann die spätere Farbe fokussiert. Aber ich denke es ehrlich gesagt nicht. Also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, ne? Ist klar. Aber ja, ist halt trotzdem schon echt nervig, so der Bums hier. Ja, Ratte sollte jetzt hier bald das Zeitliche segnen, wie es die Schlange immer sagt. Den Kill hier vom Kalif hätte ich gerne mal gesehen. Aber naja, gut. Den habe ich dann leider doch Eine verpasst. Nachricht der Ratte. Tja, es läuft recht gut für euch, was? Das kann sich ja auch noch ändern. Ja gut, Falke sollte jetzt hier eigentlich nicht das Problem sein, oder? Kann ja Falke schon killen? Ne? Nee, oder? Doch, Eine Nachricht doch. der Ratte. Falke, Bitte, willst du den killen? nein, bitte, tut mir nicht weh. Bitte nicht. Eine Nachricht vom Falke. Es freut mich einfach zu sehen, wie leicht ich euch besiegen konnte. Haha. Das Bild müsste ich eigentlich auch nochmal anpassen. Aber gut. Das mache ich dann demnächst. Ja, Falke und Richard. Falke hat sich ein Kill gesnaselt. Und Richard hat ja alles andere gemacht. Nordian trotzdem mit 3000 Gold mehr als Richard, alles klar. 106, 100, okay, ja, das sieht alles ganz hübsch aus. 1500. Ratte und Nordian fast gleich viel Truppen, okay. Richard, Gottfried, ja, Kalif hat einfach kaum Truppen ausgebildet. Gut, dann würde ich sagen, ich stelle hier mal ganz kurz die Positionen um und dann sehen wir uns im nächsten Match wieder. So, und da bin ich auch wieder. So, ich habe jetzt, wie gesagt, die Positionen mal getauscht. Richard jetzt mit der Ratte, Gottfried mit dem Falke, Gottfried auch nach unten gepackt. Weiß immer noch nicht so richtig verstehe, aber okay, wir probieren es jetzt einfach mal so. Hoffentlich geht jetzt Richard nicht wieder auf den Gottfried, wenn er die anderen Gegner hier weggeräumt hat. So, wir starten rein. Schrauben hier die Geschwindigkeit wieder hoch. Können hier auf 140, denke ich, gehen. Diesmal lasse ich auch die Kamera so ein bisschen mit hier drüben. Denn der Richard hat ja hier sehr schnell den Kalifen weggeschnetzelt. Ne? Das ist natürlich immer so ein bisschen doof. Aber jetzt können auch die ganzen Balanced-Leute, also hier Nordian und Falke, hier rüber watscheln und dann auf die Ratte gehen. Na, ich hoffe jetzt einfach mal, dass Gottfried so ein wenig länger durchhält. Hat jetzt natürlich auch die Ausrichtung hier ein wenig nach vorn. Beziehungsweise wenn sich hier die ganzen Angriffstruppen vom Falke sage ich schon, vom Richard sammeln, dass da vielleicht schon ein paar der Baumeister oder irgendwelche anderen Truppen schon ein bisschen killen kann, beiseite räumen kann, wie auch immer. Und ja, na,
dass hier einfach Richard mal ein wenig in die Schranken gewiesen wird. Vielleicht gewinnt ja jetzt auch mal ein anderes Team. Mich würde es natürlich sehr freuen, wenn ein anderes Team gewinnen würde. Natürlich das hier unten, wegen Gottfried, ne? Das ist ja meine kleine eierlegende Wollmilchsau. Oh, Ratte hier natürlich. Uha. Aber sollte jetzt hier nicht das Problem sein, wenn er einen Steinbruch verliert. Der Gottfried kann ja sich ganz gut da wieder erholen von dem Verlust des Steinbruches. Und ja. So, Katapulte, Störkatapulte vom Richard Löwenherz stehen schon wieder hier parat. Und bolzen fröhlich auf den Kalifen ein. Kann er überhaupt Truppen ausbilden oder bildet er Truppen aus? Ja, I guess schon. Jo, alles klar. Nicht, dass der hier irgendwie zu wenig Platz hat, aber ich denke, die Position hier oben sollte jetzt nicht das Problem sein, dass er zu wenig Platz hat. Vielleicht ist auch die Burg ein wenig... Ja gut, die Ausrichtung der Burg, oder? Das ist hier oben. Ja, hier oben ist der offene Punkt und somit gehen die, glaube ich, hier nicht an der ganzen Feuergasse vorbei, sondern können ja einfach abkürzen. Und wenn hier hinten sowieso noch offen ist, dann sieht es schlecht aus im Spechthaus. Hier unten wird schon wieder geradet von der Ratte. Gegen den guten Gottfried. Er hat jetzt auf jeden Fall mal die ersten beiden Ballisten hier oben auf den Türmen drauf. Kann sich dann ganz gut erwehren. Auch gegen ja, vermeintliche Störkatapulte, beziehungsweise ja, wenn die hier dann von hier oben drauf bolzen, reichen die, glaube ich, hier nicht, die Ballisten, um die Truppen da oder die Störkatapulte halt abzuwehren. Ja, Falke, hoffentlich fängt er sich, es gibt, oder? Er sammelt Gold, bildet er aus. Er bildet aus. Ja, gut. Beim Falke habe ich immer noch so ein bisschen Schiss, dass er sich bei den kleinsten Sachen immer so ein bisschen aufhängt. Das wird, glaube ich, die erste KI sein, die ich überarbeite, wenn alle fertig sind. Und ja, ich mache jetzt das extra so, dass ich erstmal die Burgen vom Nordian und Gottfried so lasse, denn ich will meine 8 KIs endlich fertig haben. Damit ich Ende des Jahres, ich hoffe es zumindest, dass ich bis dahin noch komme, aber Ende des Jahres möchte ich mein eigenes KI-Turnier machen mit meinen 8 KIs und 8 Vanilla-KIs. Wahrscheinlich den ersten 8 Vanilla-KIs, also von Ratte bis Sultan und dann halt die anderen hier meine KIs, ne? Also ohne Friedrich, ohne sonst was, genau. Ne? Deswegen hoffe ich einfach mal, dass ich bis dahin dann durch bin. Und deswegen will ich halt jetzt einfach so ein bisschen, ja, nicht durchrasen durch die ganzen KIs, sondern ein wenig das ein wenig beschleunigen, den Fokus halt mehr auf die letzten 2 KIs setzen. Deswegen auch in den kommenden Tagen höchstwahrscheinlich die Umfragen, was ihr dann, ja, euch so vorstellen könntet. Und der Rest ergibt sich dann, glaube ich, von selbst. Gottfried geht ja, glaube ich, auch auf Balance, ne? Ja, genau. Das hatte ich schon wieder komplett verdrängt, dass er ja dann auch auf Balance geht. Und ja, man sieht hier, die Kolbis machen halt mit dem ersten Angriff gar nichts. Was natürlich sehr schade ist. Und deswegen werde ich wahrscheinlich den ersten Angriff, wie beim Richard, der hat ja auch den ersten Angriff dann Pikiniere und ab dem zweiten Angriff kommen die europäischen Schwertkämpfer mit dazu und so würde ich es dann halt auch bei den Gottfried machen. Da könnt ihr ja aber auch sehr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich bin da sehr dankbar, wenn ihr auch da ein wenig Feedback da lasst. Ja, hier die Truppen vom Falke setzen sich hier durch und scheinbar
Ich weiß es nicht, aber scheinbar hat hier der Falke, der Kalif mehr Chancen, um den Richard Löwenherz zu widerstehen. Natürlich, wenn hier... das sieht ja gar nicht gesund aus. Ratte hat keine Beliebtheit. Er hätte Holz, also es ist nicht das Problem wie beim Safar, dass irgendwann das Holz da ausgeht. Jetzt hat er wieder Beliebtheit. Aber er kriegt, glaube ich, auch gar keine Nahrung rein. Eieiei. Und auch sonst nichts wirklich. Also, ja, das ist natürlich nicht so geil. Jetzt kommen hier wieder ein Angriff vom Richard Löwenherz durch. Hier Feuergasse oder ja, Pechgraben im Allgemeinen erstmal. Jetzt hier oben. Diesmal will ich es nämlich nicht verpassen. Hier ist offen. Alter, die Mangen und die Katapulte, ne? Die schießen hier schon ordentlich rein. Den ganzen Bums hier. Ja, die ganzen frontalen Türme sind auch schon weg. Feuerwerfer. Ich gucke mal kurz hier drüben, ob hier irgendwas passiert. Nee, nicht wirklich. Ja, kriegt sich noch verteidigt. Ich glaube, bei dem Angriff ist der Kalif das letzte Mal draufgegangen. Und jetzt kommt hier... Oh, hier, der Gottfried kommt jetzt wieder auf die Ratte vorgebrecht. Ist hier noch offen? Nee. Hä? Warum rennen die denn alle hier zu der Ecke? Lassen sich schön abballern. Naja, gut. Ich sage nichts. Ich sage nichts. Rennen hier schön hoch. Ganz toll. Was machen die jetzt? Ach, die klopfen von oben auf den Mauer drauf. Eine Nachricht der Ratte. Tja, es läuft recht gut für euch, was? Das kann sich ja auch noch ändern. Nee, ich glaube, das ändert sich nicht mehr. Denn du bist, denke ich, am Ende, meine liebe Ratte. Kommen zwar immer noch ein paar Bauarbeiter oder Arbeiter durch. Die ersten Kolbis kommen schon rein, kommen aber nicht mal zum Keep. Und somit, ja, ist der Angriff vom dem guten Gottfried auch schon wieder durchgelaufen. Ja, ich bin mal gespannt, wie hier der Kalif einfach gegen den Richard hier standhalten kann. Er steht natürlich hier immer im Schuss der Mangen, obwohl ja eigentlich, Alter, von der Seite hat ja Gottfried, wenn er denn irgendwann mal auf den Richard gehen sollte, so leichtes Spiel, meiner Meinung nach, weil hier einfach fast nichts ist. Einfach nur die Türme oder die Mauern hier ein bisschen eingeschossen, ein bisschen rumgeknabbert. Und dann ist der Durchbruch gegeben. Die ganzen Türme stehen hier auf der falschen Seite. Ja, es läuft recht gut für euch, und jetzt kommt der Falke. Der Falke. Nimmt sich der Falke hier wieder den Kill? Ja, Freunde, also warum die ganzen... Die Ratte hier sich komplett abreißt. Eigentlich dürfte sie sich nicht abreißen. Habe jetzt mal sicherheitshalber geguckt, ob der Haken wirklich drin ist im UCP. Und ja, er ist wirklich drin. Dass die KIs sich nicht abreißen oder die Gebäude halt nicht abreißen. Eieiei, was ist denn hier für ein Ackermatch? Eieiei. Eieiei. Der Nordian und der Gottfried geben sich hier ein ordentliches Ackermatch zur Genüge. Sagt man das so? Ich weiß es gerade gar nicht. Wo sind denn die ganzen Truppen vom Eine Nachricht der Ratte. Gottfried? Bitte, nein, bitte, Ach, guck tut mir an. nicht weh. Bitte nicht. Die Kolbis haben ausgereicht. Na wunderbar. Habe ich gerade wieder weggezoomt. Na klasse. Eine Eieiei. Nachricht vom Gottfried. Der Sieg ist unser. Möge das Licht der Götter über uns wachen und unsere Feinde besiegen. Auf die Tapferkeit und den gemeinsamen Sieg. Ja, wunderbar hat er das gemacht, der gute Fratz. Jetzt geht natürlich hier Nordian nicht etwa auf den Richard. Schön wär's natürlich, sondern auf den Falke. Und somit könnte hier Gottfried seinen Verbündeten verlieren.
Und wir schauen einfach mal. Ach ja. Ja, das mit den Einreisen, das ist jetzt... Das hatte ich aber auch schon mal, oder das dass die KIs das trotzdem machen, hatte ich auch schon mal beim Wolf, dass er sich trotzdem abreißt, seine ganze Wirtschaft, um halt Geld einzusparen oder Geld halt für die Notrekrutierung zu haben. Eine Nachricht vom Falke. Nun schauen wir doch einmal, ob ihr mich mit so einer mächtigen Armee schlagen könnt. Oh ja, und auch der Kalif sieht hier nicht so gesund aus. Ah ja, okay. Es sind noch ordentlich Truppen. Feuerwerfer sind am Start. Pikiniere aber natürlich auch. Hier drüben. Oh, hier sieht es aber auch böse aus. Hier sieht es ja sehr böse aus. Eieiei. Gucken wir als erstes Feld. Eine Nachricht vom Zuerst der Kalif. Ich werde es euch schon zeigen, Ungläubiger. Und jetzt glaube ich auch der Falke. Ja, der Falke stirbt Eine Nachricht auch. von Richard Löwenherz. Lasst die Fanfare ertönen. Die königlichen Armeen waren wieder einmal siegreich. Ja. Schön, dass der Nordian hier auch mal was Eine machen Nachricht kann, vom ne? Falke. Ich falle mit dem Gedanken daran, ein schönes Leben gehabt zu haben. Was macht denn er jetzt? Er zieht sich jetzt zurück. Ach, er wollte auf Nachricht vom den Nordian. Kalif gehen. Bereitet das Gelage vor. Wir haben unseren Feind bezwungen und werden 7 Tage feiern. Genau, bei der Nachricht vom Nordian hat mir auch der gute Justi geschrieben, oder hat mir einen Vorschlag geschrieben, einfach in die Kommentare, was man denn da hätte noch anders machen können von dem, was er da spricht. Und das habe ich mir natürlich notiert, aber die ganzen Umbauarbeiten bzw. Überarbeitungen von den bestehenden KIs werden, wenn es nicht die Burg betrifft, relativ ans, ja, nicht so weit vorpriorisiert, sage ich jetzt einfach mal. Denn, wo ist denn die Angriffsarmee vom Richard hin? Ach, da. Ich suche jetzt nicht die Truppen. Aber waren das so wenig? Hä? Was? Alter, die. Und jetzt kommt auch noch der Gottfried. Ach, Gottfried, geh doch auf den Richard. Hallo. Das sieht ja so geil aus. Nee. Super, super cool. Oha, hier Ritter vom Richard. Werden alle abgeschnetzelt oder weggeschnetzelt. Ja, okay, gut. Der Angriff sollte jetzt hier auch nicht mehr so schmerzhaft sein vom Gottfried. Die ganzen Mönche klopfen sich hier noch ein bisschen rum, sterben aber auch und somit lebt der Nordian noch ein wenig länger. Ja, ich habe mir das natürlich, oder ich notiere mir das alles, beziehungsweise werde ich das auch in Zukunft noch alles weiter notieren. Habe mir auch die Sprüche für den guten Ludwig aufgeschrieben, um dann halt einfach zu wissen, okay, das würde halt besser klingen, beziehungsweise auch besser gefallen. Und ja, aber das werde ich dann, wie gesagt, alles ein wenig nach hinten verschieben. Jetzt erstmal die Priorität, wie ich schon sagte, auf den... Oh, hier ist, glaube ich... Oh, eieiei. Ich glaube, die Störkatapulte haben sich hier ein wenig aufgehangen. Weiß nicht, ob das jetzt hier schon Baumeister-Bug ist, aber er hat auf jeden Fall noch Baumeister für den Angriff auf dem Keep stehen. Ach ja, er müsste mal angegriffen werden, damit er hier die ganzen Baumeister verliert. Das sieht aber beim Richard hier aber auch nicht besser aus. Er hat ja auch ordentlich an Baumeistern herumstehen, aber er kriegt seine Störkatapulte noch rausgeschickt. Ja, naja gut, dann stehen die halt da drum. Kann er wenigstens sein Geld für was anderes ausgeben, ne? Für sinnvollere Sachen. Und genau, ja. Wo war er stehen geblieben? Genau, ja. Also alles wird dann, was ihr auch in den zukünftigen Videos schreibt,
aufgeschrieben und behalten, so dass ich das nicht vergesse. Ich habe da extra ein Dokument angelegt, wo ich da die ganzen verschiedenen Sachen halt reinschreiben werde. Was macht denn hier Nordian für einen Müll eigentlich? Okay, Gottfried hat hier... Okay, nee, alles klar. Okay, gut. Ja, genau. Und das will ich halt auch ein bisschen vermeiden, dass er mehr die teuren Truppen ausbildet und mehr Gold ausgibt als jetzt. Er gibt zwar jetzt trotzdem schon ganz gut sein Geld aus, aber ja, das geht mir eindeutig zu langsam. Und deswegen will ich einfach so die teuren Truppen, die teuren europäischen Truppen ein wenig nach oben setzen. Beziehungsweise jetzt kommt hier Nordian. Ach du Scheiße. Nordian lässt sich hier mal wieder super duper auskontern. Aber jetzt könnte hier der Gottfried mal seine ganzen... oder auch nicht, weil die komplett fast in die gesamten... Ach du Scheiße, was machen die denn alle? Jetzt geht hier Gottfried auch auf den Nordian. Ach du Heilige, was macht er denn? Eine Nachricht vom Nordian. Meine Nordian Brüder, zieht sich zurück, es ist weil er sich unser bedroht Schicksal, fühlt. heute hier zu kämpfen. Schade, dass natürlich Gottfried jetzt nicht auf den Richard geht. Ja, Nordian sollte jetzt hier das Zeitliche segnen. Eine Nachricht vom Nordian. Ihr könnt uns zwar vernichten, Ja gut, das unser war's jetzt Glaube schon. wird weiterleben. Wunderbar. Noch ein paar Angriffstruppen vom Richard sind hier draufgegangen. Ein paar Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Lasst die Fanfare ertönen. Die königlichen Armeen waren wieder einmal siegreich. Vom Gottfried sind draufgegangen. Ja, und er schickt trotzdem seine Störkatapulte nicht vor, der gute Junge. 15.000 Gold. Ja, man sieht's, na, also ich denke, wenn er hier einfach deutlich eher mit den teuren Schwertkämpfern halt vorkommt, dann gibt er erstens sein Geld eher aus und zweitens ist er nicht so wackelig in der Verteidigung, weil in der Verteidigung, ja, wenn hier einmal durchgebrochen ist und er lässt sich irgendwie auskontern oder ist irgendwie komplett doof, wie die KIs halt sind, dann ist es natürlich auch nicht so sonderlich cool. Ja, und man sieht hier, was ich so gedacht hatte. Die ganzen Mangen stehen natürlich hier auf der Seite. Und hier steht gefühlt, ja, gar nichts. Jetzt kommt Richard raus. Oha, oha, hier sind doch Angriffstruppen. Reicht das? Reicht das? Macht hier Richard den Bergfried frei? Ja, ich glaube schon. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. So wurde ich besiegt. Was? Und meine Knochen müssen in Ach, du dieser Scheiße. elendigen Sandwüste ruhen. Komm, noch die Siegesbotschaft vom... Nein! Ach, Mann! Jedes Mal! Ach, aber ihr habt es ja dieses Mal, oder in diesem Video öfters mal gehört, beziehungsweise einmal gehört, als er sich die Ratte gekrallt hat. Der Gottfried macht einfach so einen übelsten Gott-Move. Oder, ja, Richard lässt sich einfach komplett auskontern, beziehungsweise räumt er einfach komplett den Bergfried. Richtig krass. Gottfried mit 92.000, ja, und klar. Boah, Alter, 1855 Waffen. 1868 Truppen. Oh, hier, guck mal, Nordian und Richard gar nicht so weit auseinander. Ja, Ratte, ja, kann man eigentlich lassen. Kalif, Falke, auch gar nicht mehr schlecht. Ja, das war jetzt überraschend. Der letzte Angriff vom Gottfried, auch sehr glücklich für ihn. Muss ich ehrlich sagen, hat mir sehr gut gefallen, dass er da nochmal so gut dass da Richard einfach komplett den Bergfried geräumt hat. Sehr schön. Kann er sehr gerne wieder machen, wenn er gegen den Gottfried kämpft. Also bei Gottfried, weiß nicht, ist zurzeit so meine Lieblings-KI, ne? Hat so ein bisschen den Ludwig abgelöst. Aber ja, es kann auch sein, dass mir die Burg einfach so gut gefällt. Ja, Freunde, das war's mit dem Video, mit dem KI-Kampf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sorry, dass das jetzt erst so spät kommt
und also das Video, und dann schaut einfach mal in den Community-Reiter, ob ich da schon Umfragen bereitgestellt habe. Schreibt mir sehr gerne eure Verbesserungswünsche für die KIs, was die halt so reden, wie die agieren, zu den Bogen, allgemein alles in die Kommentare. Das sauge ich, wie gesagt, sehr gerne auf oder notiere mir das halt und speichere das dann für später. So, genug Geschnack. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüssi.